Wir liegen in der Marina Chavi in Huatulco, Mexiko. Hier haben wir in das Land einklariert, konnten knifflige Projekte im Mast erledigen und verbrachten ein paar grandiose Tage in Oaxaca, der Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates. Nun wird es jedoch Zeit, weiter zu segeln. In Manzanillo müssen wir allerdings zunächst eine Zwangspause einlegen. Jetzt haben wir wieder Wind, um ein bisschen zu segeln. Dann gucken wir morgen mal, was mit unserem Motor ist, warum der nicht läuft. Im Februar 2022 segeln wir entlang der Pazifikküste Mexikos von Huatulco bis in die Banderas Bay. In dieser Episode ankern wir vor Acapulco, segeln weiter nach Zihuatanejo und ankern in der Bahia Santiago bei Manzanillo. Die einzelnen Strecken sind teilweise relativ lang, die Ankerplätze aufgrund des permanenten Pazifikschwells aus Südost zum Teil ziemlich rollig und der Wind weht uns meist auf die Nase. Wir motoren leider ziemlich viel und ganz ehrlich, ich bin zwischenzeitlich ganz schön genervt von diesem Streckenabschnitt. Die Einfahrt in Acapulco war allerdings grandios. Wolkenkratzer, eine bunte Stadt vor dem bergigen Hinterland und auch wenn wir solche Touristen-Hotspots eigentlich meiden, so war es doch sehr spektakulär in die Bucht einzulaufen und eine Nacht unter den schillernden Hochhäusern zu ankern. Draußen zum Sonnenuntergang sind wir angekommen. Ja, 1834 war es eben gerade. Acapulco, Sonnenuntergang, Bier. Komm, setz dich hin. Hat da jemand? Aber mir ist hier viel zu viel los. Das ist ja die Hölle. Ist ja Hölle. Ist ja nur Tourismus und nur Hotels und. Nein, also morgen müssen wir weiter. Hier nimmt das Bier. Eindrücklich mal zu sehen. Ja. Wo gehen wir vor die Insel? Genau. Am kommenden Tag legten wir uns vor die der Acapulco-Bucht vorgelagerten Isla La Roqueta. Ja, wir liegen ja jetzt vor der Acapulco-Bucht. Gestern sind wir angekommen nach 2,5 Tagen Passage. 244 Meilen in, keine Ahnung, 57 Stunden, davon alles Motorstunden. Ich habe gar keine richtige Lust zu filmen, deswegen gibt es leider nicht viele Bilder von dieser Passage. Nur am Anfang, das war so cool. Wir sind los aus der Bucht von Huatulco raus und überall springende Rochen. Buckelwale haben wir gesehen, echt geil, oh mega schön. Hunderte von Schildkröten, unglaublich, die sonnen sich irgendwie alle an der Wasseroberfläche. Das war echt goldig.
dann sind wir jetzt hier in Acapulco eingelaufen, gestern Abend, haben vor diesen riesen Wolkenkratzer-Hotels geankert. Schon eine krasse Kulisse, echt. Und sind heute raus vor die kleine vorgelagerte Insel. Der Wetterbericht sieht so aus, dass wir morgen früh wieder ablegen und unsere Passage Richtung Sea of Cortez weiterführen. Wahrscheinlich weiter unter Moto. Das ist echt übel hier, aber wenn man Richtung Norden möchte, entlang der Küste, ist das fast mal anders nicht machbar. Also man kann natürlich aufkreuzen, aber wir haben das mal ausgerechnet, da sind wir ja so doppelte der Strecke unterwegs, doppelte Anzahl. Also nee, das wollen wir einfach nicht. Da haben wir irgendwie keinen Nerv drauf, ich weiß auch nicht. Vielleicht sind wir einfach kein richtiger Segler, ich weiß es nicht. Kann kritisieren, wer will. Wir haben uns dafür entschieden, auf windschwache Phasen zu warten und dann die Strecke zu motoren. Ja, jetzt genießen wir noch den letzten Abend hier vor dieser krassen, bunten Kulisse. Am nächsten Morgen gingen wir mit Einsetzen der Dämmerung Anker auf, um die 117 Meilen lange Passage nach Zihuatanejo zurückzulegen. Unfassbar. Meine Planung ging echt auf. Also wir haben im Prinzip erst 72 Grad gefahren, unter Moto zum Großteil, und dann hat der Wind eigentlich wirklich genau nach Windvorhersage gedreht. Und jetzt können wir segeln, das ist unglaublich. Bin ich froh, mal wieder segeln. Gell, Kraki? Das ist übrigens unser Kraki. Die haben wir in Oaxaca, beziehungsweise in der Umgebung von Oaxaca, von 2 Künstlern abgekauft. Wunderschön, Alebrijes nennt sich das. Wahnsinn. Ja, und jetzt hängt sie da über dem Kartentisch und die haben mir schon 10.000 Mann den Kopf gestoßen. Gell, Kraki? Und? Ja, wir segeln ausnahmsweise mal. Man macht so viele Motorstunden mal wieder ein bisschen segeln. Wenn auch nicht, wer weiß wie schnell, aber wir segeln. Schlagsahnewolken. Und dazu eine Schokimus. Kurz vorm Abendessen. Ja? Kurz vorm Abendessen muss man den Motor wieder anschalten. Jo. Kurz vorm Abendessen muss man den Motor wieder anschalten, wird der Wind nachgelassen. Ja, so ist das. Aber war ja im Prinzip auch so gemeldet. Also, alles gut. Eine Nacht segeln wir und dann morgen im Laufe des Vormittags sollten wir eigentlich ankommen. So war es dann auch. Wir motorten durch die Nacht und am kommenden Vormittag gingen wir in der Bucht vor Zihuatanejo vor Anker. Eine quirlige, bunte Stadt. Allerdings verbrachten wir auch hier nur mehr 2 Nächte. Da wir die Strecke von Huatulco bis hierher zum größten Teil unter Motor zurückgelegt hatten, mussten wir die Dieseltanks füllen. Dazu fuhren wir in die von Zihuatanejo nur 10 Meilen entfernte Marina Ixtapa.
Sowohl die Einfahrt als auch die anschließende Ausfahrt waren aufgrund des Pazifikschwells allerdings ziemlich spannend. Nach dieser Aktion legten wir uns vor die kleine Isla Ixtapa und verbrachten hier eine herrlich ruhige Nacht vor Anker. Jetzt haben wir wieder Wind, um ein bisschen zu segeln. Und dann gucken wir morgen mal, was mit unserem Motor ist, warum der nicht läuft. So, jetzt gibt es erstmal Chips und Bier und dann erzählen wir euch, was heute passiert ist. Chips und Bier. Ja, jetzt machen wir uns aber erstmal setz dich ruhig. Ach, darf ich mich setzen? Ja, Chef? Okay. Ich möchte aber auch mitsetzen. Ach so. Also ich krieg keinen Stuhl. Dein Stuhl ist auf deiner Seite. Ja, ich setze mich hier aufs Volk. Alles fing damit an, dass wir Diesel aufgefüllt haben. Also ein Kanister genommen und in unseren Haupttank gefüllt. Ja, dazu muss man sagen, dass der Motor aber bis dahin schon wieder über 30 Stunden gelaufen hat. 30, unentwegt, ununterbrochen. Und zwischendurch hatten wir schon mal, ne, mehr wie 30. Hier haben wir bei 30 Stunden haben wir von dem anderen Haupttank haben wir umgefüllt während der Fahrt. Ja, genau. So, hier über 30 Stunden schon wieder gelaufen. Immer ja. schön tucker, tucker. Wir aufgefüllt, uns nichts bei gedacht und dann plötzlich. So, plötzlich wurde er ganz klein bisschen schneller und dann ging er aus. Okay. Vielleicht beim Einfüllen irgendwo durch dieses gewaltige Schwappen und Schwappern. Der Tank war ziemlich leer. Luft reinbekommen in die Leitung. Alles möglich. Ich schließe ja gar nichts mehr aus. Also dann guckt, also definitiv, er kriegte kein Diesel, warum auch immer, in der Einspritzanlage, wie auch immer, also zumindest, dass der Motor ansprang. Ganze Leitung entlüftet und dann mit Trick 195 den Motor auch wieder zum Laufen gebracht und dann lief er auch wieder. So, alles nochmal kontrolliert, ob alles dicht ist. Eine Viertelstunde oder so lief er. Ja, eine Viertelstunde. Ja, lief aber wenigstens eine Viertelstunde, vielleicht auch 20 Minuten. Und dann war er wieder aus. Und dann habe ich nochmal alles intensiver kontrolliert und an der Einspritzanlage selber so eine Schraube gelöst. Und Diesel kommt also durch die Einspritzanlage bis in die Einspritzanlage und wird dann da auch hingepumpt. Und ja, aber er mag nicht mehr laufen. Das heißt, ich kriege ihn zum Laufen, indem ich dann eben halt ein bisschen Diesel über meinen Luftansaug reinfülle im Motor, dann läuft der. Aber das ist ja nun falsch. Beim zweiten Mal ist er nicht gelaufen mehr. Ja, er versucht dann anzuspringen. Also das ist definitiv, er kriegt von der Einspritzanlage kein Diesel mehr. Das heißt, irgendwas ist mit unserer Einspritzanlage nicht in Ordnung. Nichts Diesel in Motor, dann Motor nicht laufen. Ich weiß nur noch nicht was. Morgen baue ich das Ding erstmal aus und nehme es auseinander. Schauen wir mal. Ja, dann sind wir irgendwie die ganze Zeit bei mit Einknotengeschwindigkeit dahin gesegelt. Die Felsen kamen irgendwann auch immer näher, Wind nahm auch nie mehr zu und keine Ahnung was. Also ja, haben dann das Dingi klar gemacht und haben uns durchs Verkehrstrennungsgebiet mit dem Dingi geschoben. Das ging echt sehr gut. Also das Ding schiebt die Annexie wirklich ganz gut. Dann hat auch der Wind wieder ein bisschen aufgefrischt. Und dann können wir tatsächlich noch bis zum Ankerplatz segeln. Heiligsäckle. Ui. Oh. Oh nein, jetzt kriegst du wieder einen Schluck auf, oder was?
Hako kriegt nämlich jemand Schluck auf, wenn es zu scharf. Oh nein. Also die ist nicht schön. Nein. Prost. Prost. Hako vermutet also, dass unsere Dieseleinspritzanlage der Verursacher dafür ist, dass der Motor nicht mehr läuft. Diese sollte ohnehin gewartet werden, da wir bereits seit Panama bei höheren Drehzahlen erneut Diesel ins Öl bekamen. Einen kompletten Wartungssatz mit sämtlichen Dichtungsringen hatten wir dafür bereits an Bord. Bevor er die Einspritzanlage allerdings ausbaut, studiert er zur Sicherheit nochmal diverse Videos und Unterlagen. Warum auch immer, wenn das Ventil zumacht, aufmacht, wegmacht, weiß der Kuckuck. In dem Bereich muss das sein. Also, Dieselpumpe, Einspritzanlage ausbauen und mal auseinandernehmen und mal gucken. Ich hoffe, ich finde was. Ich nehme das Zeug, da käme ich dran im eingebauten Zustand, aber wenn mir dann was wegfällt, finde ich nie wieder. Also Dieselpumpe raus. Also die Einspritzanlage. So, hier haben wir unsere Diesel-Einspritzanlage. Eine Lucas-Einspritzanlage, hydraulisch, ausgebaut. Und zwar jo, ohne jemand anderes großartig wegzubauen, also ohne Wärmetauscher auszubauen oder sonst was. Ist ein bisschen schwieriger, aber es geht. Was ich jetzt mache, ich mache jetzt eben halt noch Diesel raus und ich habe hier die Verschlusskappen schon drauf, dass kein Staub reinkommt. Die waren bei dem neuen Satz mit dabei, um sowas immer wieder schön zuzumachen. Und dann mache ich jetzt noch den Diesel raus und dann baue ich es mal auseinander. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwas finde. In der Welle habe ich Spiegel gefunden. Das würde erklären, warum wir ab und zu ein bisschen Diesel im Öl haben. Aber das ist nicht die Ursache, weswegen er nicht läuft. Da muss ich jetzt hinterher suchen. Alles über die Wartung der Einspritzanlage und die Hintergründe zu unserem Problem der wundersamen Ölvermehrung werden wir auf Wunsch gerne in einem separaten Video zeigen. Bist du daran interessiert, dann gib uns doch einfach einen entsprechenden Kommentar ab. Ich habe sie soweit wieder komplett zusammengesetzt. Alles, was ich auseinander hatte, auch mit neuen Dichtungen und so versehen. Wie gesagt, die Abdichtung nach vorne, zur Welle hin, habe ich jetzt dicht, das weiß ich. Es sind die neuen Ringe drin. Aber warum der plötzlich nicht mehr lief, keine Ahnung. Ich habe nichts gefunden, was irgendwo atypisch gewesen wäre oder noch kaputt gewesen wäre oder irgendwo was nicht funktioniert hätte oder was geklemmt hätte. Ich kann jetzt nur hoffen, dass sich da irgendwo jetzt wieder was gerichtet hat, was ich übersehen habe und dass er dann läuft. Alle anderen Ursachen hatten wir ausgeschlossen. Hast du ausgeschlossen? Ja, was anderes gibt es nicht mehr. Wenn Diesel da komplett reinkommt, das ganze Ding komplett mit Diesel gefüllt ist, dann baut er auch einen Druck auf. Und, er kriegt ja Diesel. Kommt ja raus. Wenn ich einen Zündschlüssel drehe und ich öffne die Rücklaufleitung, dann drückt er den Diesel da raus. Also er baut hier in der Pumpe genügend Druck auf, dass der Diesel da rauskommen kann. Weil hier oben, das ist die Rücklaufleitung, erst wenn alles unter Druck steht, dann läuft er da rüber. Ja, und alle anderen Sachen hatte ich ja überprüft, wie gesagt, so von wegen, dass kein Diesel ankommt, Filter verstopft ist oder sonst irgendwie sowas. Auch hier in der Pumpe selber hat es ja auch nochmal ein kleines Sieb, also da war nicht die geringste Ablagerung, das Sieb sieht top aus, da ist nichts dran gewesen, gar nichts. Das ist also so ein bisschen doof, weil jetzt das wieder heimbauen ist auch nicht gerade mal 5 Minuten gemacht. Und dann nachher festzustellen, dass er nicht läuft und ich das Ding wieder ausbauen muss und dann in die Revision bringe, weil dann kann nur noch was im Hochdruckteil sein. Kann ich mir nicht vorstellen, aber wie gesagt. Und den Hochdruckteil kannst du nicht auseinandernehmen, weil du sonst was verstellen würdest? Nein, dann verstelle ich das und das kann ich nicht einstellen. Okay. Das kann ich nicht einstellen. Ja, mir wäre es lieber gewesen, ich hätte da irgendwie eine kaputte Dichtung oder eine Kugel, die weggefallen ist oder dann irgendwo lose Drummelig gefunden oder sonst was. Aber nix. Naja, wir werden sehen. Wir probieren das aus, bauen das ein, gucken mal, was er macht und wenn er dann nichts macht, ja, dann muss er halt wieder ausgebaut werden. So einfach ist das. Der Tag geht also nicht ganz so zufriedenstellend zu Ende, wie wir uns das gewünscht hätten. Zumindest lagen wir hier in der Bucht vor Manzanillo super ruhig und sicher vor Anker. Neuer Tag, neues Glück. Die Einspritzanlage liegt nochmal auf dem Tisch. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, ob sie läuft oder nicht.
Ich habe gestern Abend dann beschlossen, sie nicht einzubauen, sondern einfach zu warten, weil es zu spät geworden wäre und sonst was, weil dann kann ich auch wieder nicht aufhören. Und heute Nacht habe ich mir überlegt, dass ich hier oben dieses Regulierteil, Throttle-Teil, das also die Geschwindigkeit reguliert hier oben, nochmal losnehme und nochmal auseinandernehme, weil einfach mir diese ganze Funktionsweise, ich weiß, wie es funktionieren muss, aber wie es das überhaupt umsetzt, ist mir nicht so ganz klar. Und vielleicht ist da ja ein Wurm drin und da will ich nochmal nachgucken, deswegen baue ich das nochmal ab und schaue mir das dann nachher nochmal an. Ja, auch in dem Gasmechanismus-Teil hier oben habe ich eigentlich keinen Fehler gefunden. Mir ist jetzt aber die Funktionsweise klar. Das Ganze arbeitet wirklich über Hydraulik, das heißt über Diesel, der da drin ist. In der gesamten Pumpe wird dann eben halt hinten so eine kleine Zusatzpumpe, wird Druck erzeugt und durch diesen Druck wird alles im Prinzip bewegt und gemacht und Federn begrenzen das und Schrauben begrenzen das, Ohrringe dichten das ab, aber ansonsten und die ganze Mechanik läuft alles. So, der Einbau der Einspritzanlage erfolgt natürlich in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Sagt man immer so schlau. Nein, aber wir haben den Ausbau ja gar nicht gefilmt, weil vom Ausbau, da gibt es andere Videos, aber wir dokumentieren den Einbau. Was bei mir vielleicht ein bisschen speziell ist, ich habe den Wärmetauscher gar nicht weggebaut. Weil in den meisten Dokumentationen, was ich mir so angesehen habe, mal wird der Wärmetauscher weggebaut. Natürlich, man kommt dann wesentlich besser dran, alles easier. Aber wir haben Süßwasserkreislauf, wir haben Salzwasserkreislauf, ein Wassergepansche noch und Dichtungen nachher, die wieder dicht gemacht werden müssen. Habe ich mir erspart. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe den Ölfilter abgeschraubt, das kann man gleich hier von der Seite aus sehen. Und ich bringe sie ja, da ich sie rausgebracht habe, auch so wieder rein. Was man merkwürdig sieht, ist, da habt ihr so einen Bindfaden dran gebunden. Und zwar da ist so ein Bindfaden dran gebunden. Der ist einfach zum Ausmachen. Das ist der Run-Stop. Weil der Bautenzug, der da dran war, der hat sich in Wohlgefallen aufgelöst und den muss ich nachher noch einstellen. Aber das ist erstmal, es geht ja nur zum Ausmachen, da wird der Hebel gezogen, das ist alles. Sonst ist da keine Belastung, nichts drauf. Und den dann eben halt von Zeit zu Zeit kontrollieren, dann sollte der eigentlich auch noch Jahre halten. Ich werde es sehen. Ja, er läuft wieder. Aber die Euphorie hält sich in Grenzen. Da ich extreme Probleme hatte, ihn zum Starten überhaupt zum Laufen zu bringen. Und die Diesel-Einspritzanlage war eigentlich voll mit Diesel, baute aber oben an den Kerzen, oben an den Einspritzdüsen keinen Druck auf. Und nur mit viel Mühe und List habe ich ihn dann doch zum Laufen gebracht. Ich habe das schon mal geschafft und dann lief er eine halbe Stunde, dann ging er wieder aus. Ich hoffe jetzt, dass er läuft. Ich kann erstmal nur abwarten. Im Moment läuft er. Wie lange? Fakt ist definitiv ein Problem mit der Einspritzanlage. Immer noch. Ja, wenn er jetzt läuft die nächsten 1000 Betriebsstunden, dann garantiert nicht, aber ich bin nicht die Einspritzanlage und leider auch kein Fachmann auf Einspritzanlagengebiet. Er läuft. Aber wie lange? Das werden wir wohl erst auf unserer weiteren Etappe feststellen. Wir verbringen anschließend noch eine Nacht vor Manzanillo und genießen während einer kleinen Wanderung die Ausblicke auf die wunderschön gut geschützte Bucht. Möchtest du wissen, ob unser Motor auf den weiteren Etappen wieder zuverlässig läuft? Du erfährst es in der kommenden Episode und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin!